zum Thema Feng Shui und Heilarbeit für tiefe Menschen, Pflanzen. Habe ich jetzt ein Interview mit Simran Anke Gazda. Und ja, es gibt, Feng Shui ist für viele inzwischen ein Begriff. Es geht um Verschönerung, erste verbinden viele Schönheit damit und dass man sich einfach wohler fühlt, aber ich denke, es hat noch eine ganz andere Auswirkungen. Was macht dein Feng Shui? Was heißt dein? Du hast eine bestimmte Grundbasis, die du verwendest und dann hast du ja viel Erfahrung, was du mit einbringst, deine Kompetenz. Was macht das Feng Shui, was du für die Menschen anbietest, was macht es aus? Was macht es? Also ich habe lange auch nach einem Begriff gesucht, wie ich es nennen möchte, weil es ist nicht in dem Sinne ein Feng Shui, das wird oft verwechselt, sondern es ist wirklich eine Energiearbeit, eine Heilarbeit und es geht natürlich um Verschönerung, aber um eine Verschönerung von innen, also die nicht unbedingt sichtbar ist und da geht es in dieser Arbeit eben darum, Störfelder zu beseitigen, Fremdenergien rauszunehmen und den Platz auch dann energetisch wieder aufzuladen, dass diese Urenergie, die mal da war, die ursprüngliche göttliche Energie wieder fließen kann, dass durch diese ganzen Umweltzerstörungen oder es ist eben einmal für Häuser, für Wohnungen, aber auch für Plätze und wenn wir überlegen, wie viel Wald wir früher hatten und wie die Natur eigentlich war und wie zerstört sie geworden ist durch die Menschen, dass das wieder in so eine Ursprünglichkeit hineingehen kann und das ist die Arbeit fürs Feng Shui und da finde ich es ganz spannend, weil wenn ich in ein Haus oder in eine Wohnung gehe, hat es ganz viel auch mit den Bewohnern zu tun. So ist die Arbeit einmal für das Haus, aber auch für die Menschen, die dort sind und eben auch Arbeit mit den Menschen. Und es ist eben sehr wahrhaftig, es führt in die Klarheit und es kann sein, dass es auch wie in der Homöopathie Erstverschlimmerungen gibt oder dass man sagt, oh, dieser Platz ist nicht richtig für mich, ich muss hier ausziehen und es findet sich dann ein neuer Platz. Oder ich hatte mal ein Projekt, die Leute haben eben das Haus verkaufen wollen. Ich glaube, die haben es 8 Jahre probiert und dann habe ich dort ein Feng Shui gemacht und der Platz wollte geheilt werden. Es gab richtig wie so ein Tor in die Unterwelt und nachdem diese Heilungsarbeit für diesen Platz stattgefunden hat, haben die das innerhalb von 3 Monaten verkauft und das fand ich selber auch sehr beeindruckend, weil es eben nicht so eine sichtbare Arbeit ist. Ich verbinde mich einfach mit Gott und arbeite mit Symbolen und schaue, welche Meisterebene, welche Engel, Feen, Elfen, was auch immer, welche Steine oder wie auch immer gerne ihre Energie zur Verfügung stellen. Ich verbinde mich einfach und dann fließt es zu mir oder darf durch mich hierher auf die Erde fließen, sodass wirklich Heilungsräume entstehen und immer mehr durch diese Arbeit Lichtpunkte auf der Erde, sodass wir einfach mehr und mehr Plätze haben, die wieder heil werden. Und ja, auch so Geschichten wie in Japan, wo ich denke, das sind einfach, die Erde bricht auf und letztendlich hat es was Gutes, dass durch dieses Aufbrechen, was natürlich eine Riesenkatastrophe erstmal ist, oberflächlich gesehen, aber eigentlich ist es ein Aufrütteln der Erde, ein Schrei von Mutter Erde, um wach zu werden, um die Menschen aufzuwecken und ich finde, ja, vom Yoga her ist ein Shiva auch immer so klasse, Altes muss zerstört werden, damit Neues wieder wachsen kann und diese alten Strukturen, die wir hatten mit Atomkraftwerken und all diesem ganzen Müll, das muss weg, das muss einfach weggesprengt werden, damit diese neue Erde, ja, wie auch immer sie sich dann zeigt, kreiert werden kann. Und das ist ein Teil dieser Feng Shui-Arbeit, dass es auch wirklich mal zu Stürmen kommen kann und aufbrechen kann. Auch Sachen, die in uns nicht in Ordnung sind. Wir tragen ja alle Dinge mit uns rum und wenn was an einem Platz oder in uns nicht in Ordnung ist, bricht es hervor, damit das Neue wachsen kann. Diese Trinität von Brahma, Vishnu und Shiva, das was sich dann auch wieder, wenn man zum Yoga zurückgeht, im Om wiederfindet, in diesen 3 Buchstaben. Und das führt uns in die Einheit und nur alle 3 können zusammenwirken, damit wieder Neues wachsen kann. Das heißt, man kann eigentlich nichts trennen. Das heißt, die eigene Präsenz, die Schönheit, wie man ausstrahlt, was man sagt, wie man wohnt, wie man sich umgibt, mit was für Menschen, das ist eigentlich alles miteinander verbunden. Und das ist einfach ein guter Ansatz, ein Ansatz, den du einfach den Menschen anbietest, zusätzlich zu Yoga, zu deinem Seelenlicht-Yoga. Wenn du in das Umfeld der Menschen kommst oder an Plätze, dass du ganz genau wahrnimmst und dich zur Verfügung stellst und da einfach sehr gute Dinge bewirken kannst. Genau, einfach die Klärung. Und das Schöne ist oft,
auch bei Gärten, wenn Leute dann Häuser haben mit Gärten oder Wohnungen, dass dann eben in dem Garten auch gearbeitet wird und dass dann die ganzen Naturwesen wieder zurückkommen können. Oder ich hatte Plätze, also das waren wirklich oft schwarzmagische Ebenen oder ja, ich will es gar nicht so bezeichnen, das ist schwer, das zu benennen, das will ja auch einfach erlöst werden. Es ist ja letztendlich alles eins, es gibt, ja, wenn man so schaut, ja letztendlich keine Trennung, aber das sind Ebenen, die erlöst werden möchten und da ja, mitzuarbeiten, das hat mich einfach sehr berührt und diese Plätze zu heilen und Löcher in der Erde wieder zu schließen oder ich hatte mal einen Platz, das war ein alter Opferplatz und der war schon immer mal wieder geheilt worden von verschiedenen Leuten und wo ich denke, es ist wunderbar, wenn wir alle zusammenwirken und ich durfte dann so den letzten Rest noch machen, da waren andere, die haben die Vorarbeit gemacht und es war immer noch was da, was ich dann eben ausheben durfte und der Platz hat ganz anders gerochen und das hat sich ganz anders angefühlt und das finde ich einfach ja, so ein Geschenk, wo ich immer wieder sehe, ja, das ist toll und das heißt, du bist eigentlich belohnt worden, dass du anderen Menschen, hast du jetzt selber zu einem wunderbaren Platz auch gefunden und man spürt, wenn man auch zu dir kommt, dass es einfach, man fühlt sich wohl. Es ist nicht im ersten Moment sichtbar, dass man jetzt denkt, okay, hier liegt jetzt ein Stein, da liegt das, wie man es im ursprünglichen kennt, sondern es hat, aber es hat ganz, ganz starke Auswirkungen, die ja, existenzielle Auswirkungen, kann man sagen. Ja, es sind diese Lichtqualitäten, die einfach erhöht werden, dadurch, dass das Alte rausgenommen wird und dann wird einfach diese Lichtenergie erhöht und entsprechend der Bewohner des Hauses auch. Und man sagt ja auch, dass viele Krankheiten einfach entstehen, wenn die Energie in einem Haus nicht stimmt, wenn es halt in Disharmonie ist, dann wir reagieren ja auf Schwingung und wenn die Schwingung in unserem Haus nicht stimmt, dann reagiert unser Körper irgendwann drauf und geht auch in Disharmonie und dann kann es Ärger und Streit geben oder was auch immer. Und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, ich hatte mal eine Wohnung, wo ich gesehen habe, da darf ich nicht einziehen, habe gegen meine Intuition gehandelt und bin dort eingezogen und es war eine Katastrophe und das war wirklich die schlimmste Wohnung, die ich jemals belebt habe oder wo ich gewohnt habe, aber wahrscheinlich habe ich auch diese Erfahrung gebraucht und das kommt jetzt also mit rein. Das heißt, du könntest auch Menschen helfen, die jetzt eine Wohnung suchen oder ein Haus oder einen Platz? Ja, um zu schauen. Oder eben bevor man einzieht, dass man das schon klärt. Also wenn man jetzt eine Wohnung gefunden hat oder ein Haus, mich anzusprechen und zu sagen, ich möchte ganz gern, dass das, bevor wir einziehen, schon die Energie trägt, die für uns alle gut ist. Und ich habe das eben auch bei Freunden gehabt. Ich habe deren ganzes Haus mit Feng Shei gemacht und nur das Kinderzimmer noch nicht. Die Frau war schwanger und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, du kannst das Kinderzimmer noch machen, in 2 Wochen kommt das Baby und wir haben es jetzt eingerichtet. Wir hatten gesagt, wenn es eingerichtet ist, komme ich. Und ich bin dann noch gestürzt und konnte gar nicht laufen, habe meine Yogakurse abgesagt und wusste, ich muss dahin und dann haben wir das gemacht und dann war wirklich so auch nochmal die Seele des Kindes einzuladen, du bist hier willkommen, du darfst kommen und am nächsten Morgen ruft sie mich an und sagt, kannst du kommen, bei mir ist die Fruchtblase geplatzt und ich durfte sie dann noch bei der Geburt ein Stück begleiten. Das war dann ganz schön zu sehen, wir haben dieses Kind wirklich eingeladen und am nächsten Tag ist es dann, hat sich auf den Weg gemacht und so stark ist diese Arbeit. Also, aber eben auch umgekehrt, es kann uns auch in unsere Prozesse bringen und einfach uns den Weg weisen, wo geht es weiter, aber immer in der Liebe und in der Wahrhaftigkeit. Und da gehört es unter Umständen eben auch dazu, das Alte loszulassen und Shiva einzuladen und dann kommt das Neue, die neue Form, die neue Energie. Ja. Wunderbar. Okay, also Platz für Neues schaffen. Genau. Den Ruf folgen und ich denke dann, wenn man sich leer macht, kann man auch Neues und kann man sich bekommt man erst mit, was in einem steckt und kann man sich dann erst auch richtig ausdehnen, seine Energie ausdehnen. Dann denke ich vorher, wenn man an einen Ort kommt oder eine Wohnung, ist oft noch alte Energie da und man fühlt sich oft eingeengt oder man hat gar nicht die Möglichkeit, sich richtig auszudehnen, sich Platz zu machen. Deswegen ist es absolut sehr, sehr wichtige Arbeit. Genau, und das sind dann oft auch Energien, die mit einem selber ja gar nichts mehr zu tun haben. Oder wenn ich in dieses Feld gehe, vielleicht habe ich noch eine gewisse Resonanzebene, aber ich kann sie auch auflösen. Wenn ich das aus meinem Leben raushaben möchte oder das lösen möchte, kann ich es in mir lösen und an dem Platz, wo ich bin. Und das finde ich eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Und eben übertragen auch, also dieses Feng Shui für Häuser, auch mit den Menschen oder Tieren, was wir vorhin angesprochen haben, eben zu machen, dass ich genauso wie ich
mit einem Haus oder mit einem Platz arbeite, auch mit den Menschen arbeiten kann, dass ich sehe, wo sind Disharmonien, wo sind Teile, die gehen dürfen. Und dass ich das aber nicht so mache, ich gehe da hin und ich nehme das raus und so, jetzt ist es weg, sondern es ist eine gemeinsame Arbeit. Ich eröffne ein Heilungsfeld und bitte wieder oder verbinde mich mit Gott und bitte einfach darum, dass das, was jetzt geheilt werden soll, geheilt wird zum Wohle aller. Und in diesem Feld kann ich dann sehen, was ist da und kann den Menschen Rückmeldung geben und wir können gemeinsam daran arbeiten, diese Dinge gemeinsam auch mit der geistigen Welt eben zu schauen, wie kann man diese Ebenen lösen, wie kann man es rausnehmen, dass auch da wieder ein Fluss entstehen kann. Das ist auch eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Und da habe ich auch schon wirklich Wunderheilungen erlebt in kürzester Zeit, aber auch Sachen, die länger dauern. Also bei mir selber jetzt auch, ich bin auf meinen Arm gestürzt, es hat 2 Monate gedauert. Bei meinem Sohn haben wir einen Knochenbruch, der Knochen war schief gewachsen, innerhalb von 2 Minuten war der Knochen wieder gerade. Also das kann sehr schnell gehen, es kann aber auch dauern, je nachdem, wo wir gerade stehen und was wir gerade an Heilung brauchen. Das ist einfach, aber es ist eine sehr unterstützende Arbeit. Also die sehr viel... Es trägt zur Heilung und absolut zur Gesundheit auch bei. Absolut, ja, wo ich auch denke, man kann viele Krankheiten auch heilen. Das auf einer ganz anderen Ebene, dass ich auch kaum noch zum Arzt gehe oder gar nicht mehr eigentlich. Weil es einfach diese anderen Möglichkeiten gibt für mich inzwischen. Ja. Für mich auch, weil das letztendlich liegt es in jedem seiner Das liegt in jedem, genau. Und das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder, das darf es nicht ersetzen eben. Richtig. Also es ist meine Entscheidung, aber letztendlich, das ist eben die Gefahr, dass man das nicht darf. Also man kann es ergänzen oder wenn ich mich ganz klar dafür entscheide, das zu tun. Genau. Da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Jeder für sich, genau. Und da ist das eine wunderbare Möglichkeit, die du bietest. Ja, mit Tieren, das ist auch ganz schön, mit denen kann man auch immer ganz schön arbeiten. Das ist sehr dankbar einfach. Das Pferd meiner Freundin, auf dem bin ich dann auch geritten, das war ganz schön, das zu heilen. Und das fand ich sehr faszinierend. Das heißt, kann man sich das vorstellen wie so ein bisschen wie Tierkommunikation? Oder? Ja, es ist ähnlich wie mit den Menschen. Es geht wieder um dieses Feld oder mit den Plätzen. Also es wird einfach dieses Feld aufgespannt, in dem Heilung geschehen darf und wo ich dann schauen kann oder sehen kann, was da ist. Und so ist es mit den Tieren auch und es ist eine innere Kommunikation. Oder ich kann das Wesen erkennen und sehen, wo braucht das Tier jetzt gerade Heilung. Oder das ist eigentlich, der Ansatz ist der gleiche, sowohl für Häuser, Menschen, Tiere. Es ist immer wieder zu schauen, wo sind Disharmonien und wie kann ich die Lichtqualität erhöhen, dass wir uns optimal wieder entfalten und in die Einheit gehen. Dass wir so strahlen wie du. Ja. Und leuchten mit dem Rot. mein Feuer. Das ist echt übrigens. Mein Feuer, genau. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke. Dankeschön.